Er begleitet uns schon lange und über die Jahre haben wir dem treuen Steyr 12M18 eine Menge abverlangt. Ob extreme Kälte in der Polarnacht, die er letztlich mit einem kapitalen Motorschaden quittierte, sandige Strände oder salzige Seen, Dschungel, Sümpfe, der Ösi macht vieles mit. Ziemlich genau 10 Jahre ist es her, da ist meine Wohnkabine da drüben auf dem Rio de la Plata zum ersten Mal nach Südamerika geschippert. Und ziemlich genau 8 Monate später kam dann auch noch der Steyr 12M18 als Basisfahrgestell dazu. Was also ist ein besserer Zeitpunkt, als nach ziemlich genau 10 Jahren mal Bilanz zu ziehen, zu gucken, was hat funktioniert, was hat sich nicht bewährt. Und zwar nicht nur auf Grundrisse bezogen und die einzelnen technischen Komponenten und die Zuverlässigkeit des Fahrzeuges, sondern auch mal Gesamtbilanz zu ziehen. Bin ich nach 10 Jahren eigentlich noch zufrieden und glücklicher Lkw-Fahrer oder wünsche ich mir mittlerweile was anderes? Wir starten mal durch. Um das Auto ein bisschen besser zu verstehen, muss ich einen kleinen Prolog vorneweg schicken. Es ist nicht so, wie in den meisten Fällen eigentlich, dass ich mich erst für das Basisfahrzeug entschieden habe und dann die perfekte Kabine dazu gebaut habe. Es war hier vielmehr umgekehrt. Ich hatte zuerst die Kabine, die war auf einem LT 4x4 montiert, Baujahr 94. Mit dem bin ich 6 Monate hier durch Südamerika gefahren und habe relativ schnell gemerkt, dass das Fahrzeug nicht die ideale Wahl gewesen ist. Und deswegen habe ich später, eben 8 Monate später, das Fahrgestell getauscht und habe einen Steyr drunter gepackt. Über die genauen Beweggründe, da rede ich nachher noch mal ein bisschen drüber. Jetzt geht es erstmal ans technisch Eingemachte. Was mir beim Steyr 12M18 wirklich extrem gut gefällt, das ist sein sehr kurzer Radstand. Das Fahrzeug sieht zwar imposant aus, gerade wenn das Hubdach hochgefahren ist, aber der Wagen ist nur 6 Meter lang, 2,20 Meter breit an der breitesten Stelle und ja, ist 3,60 Meter hoch, aber durch den kurzen Radstand kann ich auf einer ganz normalen Landstraße in 3 bis 5 Zügen wenden. Das kriegt man nicht mal so eben mit einem anderen Fahrzeug hin in dieser Größe und das ist wirklich Gold wert. Da sind wir dann auch schon bei den ersten Umbauten, die das Fahrzeug bekommen hat. Wie man sieht, habe ich einen sehr großen Gastank dabei. Ich heize und koche mit Gas. Ich muss zugeben, seit ich 2018 hierher verschifft habe, habe ich noch nicht einmal den Tank auffüllen müssen. Der geht jetzt langsam zur Neige, also ich komme wirklich mehrere Monate aus, ganz problemlos. Dahinter ist der Frischwassertank, hat 120 Liter. Ich habe immer mit Wasser so ein bisschen meine Grabenkämpfe, deswegen bin ich ganz froh, dass der Wassertank außerhalb ist. Dann habe ich nicht die Angst um einen Wasserschaden im Innenraum. Und wenn ich schon am Mosern bin, dann mache ich an dieser Stelle gleich hier weiter. Hier habe ich mir eine Edelstahl-Auspuffanlage gekauft, die auch einige Steyr-Fahrer fahren. Und ich bin äußerst unglücklich damit, denn das klingt, als ob der Wagen 1000 PS hat. Das ist irgendwie mal ganz nett, so in den ersten 15 Minuten des Tages. Und wenn ich dann aber über längere Strecken fahre, gerne auch mit offenem Fenster, dann fängt dieses Gebrülle irgendwann an, unglaublich nervig zu werden. Da wünschte ich mir eigentlich eher einen Flüsterauspuff, dass ich vom Fahrzeug gar nichts höre. Verarbeitung, Montage, alles tippitoppi, aber der Lärm, der muss wirklich nicht sein. Ja, und meckern die dritte an dieser Stelle. Ich habe vor Abreise das gesamte Fahrzeug im unteren Bereich mit Rostschutzfarbe instand gesetzt, habe ein Produkt von Timex verwendet, habe zusammen mit einem Anwendungstechniker von Timex das verarbeitet und bin bis auf den Bereich am Hauptrahmen eigentlich sehr unzufrieden, weil die Farbe relativ schnell sich ablöst, auch in Bereichen, wo nicht direkt Steinschlag ist. Da, wo Steinschlag ist, gerade hier auf den Pisten, da ist das besonders dramatisch zu sehen. Also das war, glaube ich, viel vergebliche Lebensmühe, viel vergebliches Geld, was da reingeflossen ist. Das ist jetzt kaum besser als die Originalfarbe, die drauf gewesen ist und die ja noch darunter liegt. Gehen wir mal weiter zum Heck. Hier hinten im Abschlussquerträger ist eine von meinen 2 elektrischen Seilwinden montiert. Das ist eine 7-Tonnen-Winde von Horn Tools. Erledigt ihre Aufgabe sehr ordentlich.
Normalerweise kommt das Seil zum Bergen hier raus, habe ich bislang aber noch nicht gebraucht. Momentan ist es oben eingeschlungen, um das Ersatzrad auf und ab zu bewegen. Und das funktioniert ganz hervorragend. Die Fernbedienung ist hier direkt immer griffbereit, ist eine kabelgebundene Fernbedienung. Mit dem Hauptschalter schalte ich dann die Winde ein. Das alles funktioniert tipptopp. Genauso tipptopp ist hier die Installation mit den zwei 2 Meter Sandblechen. Das sind Pionierbleche von GMB, die auch mal einen leichten LKW aushalten, ohne direkt zu verbiegen. Einfach nur mit 2 Gurtbänden gesichert, damit es schnell geht, aufgesteckt. In der Breite eigentlich genau da aufgehoben, wo sie am wenigsten stören. Verdeckt noch das Ersatzrad. Damit bin ich auch zufrieden. Die kamen schon ein paar Mal zum Einsatz. Und oben drüber habe ich auf der Kabine meine Surfausrüstung drauf. Aber Thema Kabine ist der zweite Rundgang. Ja, eine Sache hätte ich da fast vergessen. Der Steyr 12 M18, wie der Name schon sagt, kann ja deutlich mehr als 7,5 Tonnen rumfahren, was dafür sorgt, dass bei diesem Fahrzeug die unterste Lage der 3 Parabelfedern immer in der Luft hängt. Und es hat mich sage und schreibe 4 Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass dieses ohrenbetäubende Klappern, was ich immer höre, wenn es über Pistenfahrt geht, die Federn sind, wenn die aufeinander schlagen. Mittlerweile ist da ein Stück Schaumstoff dazwischen, muss ich alle paar Jahre mal wechseln. Aber seitdem ist Ruhe. Das war wirklich ein echter Komfortgewinn für die Ohren. So, dann kommen wir mal hier auf die Beifahrerseite. Hier habe ich meinen Dieseltank montiert. Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Tank, keinen Catch-Tank, keinen zweiten Tank, keinen Reservetank. All sowas gibt es bei mir nicht. Wirklich nur einmal 250 Liter in Aluminium. Schön hoch, das war mir wichtig. Ich bin vorher mal mit einem 350 Liter Tank gefahren, der tiefer war, und habe gelernt, wenn es im Gelände wirklich mal heißt, dass man aufsetzt oder sich festfährt, dann kann der Tank richtig zum Hindernis werden. Deshalb war mir wichtig, dass der sehr hoch endet. Dementsprechend habe ich nur 250 Liter zur Verfügung. Das reicht aber für um und bei 1000 Kilometern. Dann geht der Tank auf Reserve. Das reicht aber für meine Reiseart völlig aus. Kommen wir mal zu den Reifen. Das ist ja für Lkw-Fahrer und für Steyr-Fahrer immer ein Riesenthema. Ich bin die ersten Jahre in Europa den 14,5 R20 gefahren, also die Originalreifengröße. Die wirkt irgendwie ein bisschen schmächtig auf dem Auto, aber mit einem Conti MPT 81 war ich eigentlich von den Fahrleistungen her ganz zufrieden. Aber wie das so ist, man sieht bei anderen die großen Reifen, und das ist ja noch ein bisschen mehr Bodenfreiheit, und man hat ja ohnehin jetzt den Ladeluftkühler drin, also mehr Leistung. Also warum nicht auch mal die 1400 ausprobieren? Hieß aber erstmal andere Felgen kaufen, denn die 14 R20 gehören nicht auf die 1120 SDC-Felge, die beim Steyr im Original dabei ist. Das ist also schon mal ordentlich Geld. Für die Winterreise an den Polarkreis haben wir zwischenzeitlich auch mal die 395/85 ausprobiert. Eine sehr gute Größe. Mittlerweile halte ich sie, glaube ich, für die beste Reifengröße, die man auf dem Steyr fahren kann, weil sie etwas größer ist als das Original, aber nicht ganz so groß wie der 14 R20, der ja doch ordentlich Leistung schluckt und einfach auch sehr viel Gewicht mit sich bringt. Und jetzt noch ein Wort zum Reifenmodell an sich. Ich bin vorher den Conti HCS gefahren, war eigentlich damit auch schon zufrieden, gerade im Vergleich zum Michelin XZL, der ja doch sehr laut ist. Habe aber nochmal ein Upgrade gemacht auf neue Reifen von Nokian mit dem Vorteil, dass die laufrichtungsgebunden sind. Damit hat der Hersteller geworben, und tatsächlich ist es so, dass, obwohl er sehr grobe Profilklötze hat, er sich sehr angenehm fährt, auch bei hohem Tempo. Ja, die Reifen sind jetzt erst 4,5 Jahre alt und stehen meistens in der dunklen Halle, aber das Fahrverhalten bei hohem Tempo ist wirklich angenehm, ohne dass mir im Gelände irgendwie Grip zu fehlen scheint. Die Runde wäre natürlich nicht komplett, würde ich nicht auch noch ein Wort zur Lackierung verlieren. Ich habe das Fahrzeug mittlerweile 3-mal lackiert, weil sich einfach so viel geändert hat. Und letzter Stand 2018 ist Naviton als Funktionsbeschichtung, und ich muss eingestehen, ich bin schwer begeistert nach wie vor. Der Steyr wird hart rangenommen. Ich fahre eigentlich überall durch, wo man irgendwie durchfahren kann. Aber man sieht an diesem Fahrzeug keinerlei Kratzer, keinerlei Verschmutzung. Abplatzen tut der Lack noch nicht mal hier vorne, wo ständig Astkontakt ist. Also das ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Und es geht noch weiter. Hinten an der Kabine, da kommen wir gleich auch noch zu, da habe ich ein paar Stellen, wo die Kabine delaminiert, weil ich schlecht laminiert habe. Das heißt, da ist permanent Arbeit in dem GFK,
und das macht der Lack auch mit. Das ist also ein deutliches Beispiel dafür, wie flexibel dieser Lack ist, was der ab kann. Da wäre normale Farbe schon längst abgeplatzt. So, und Finale hier vorne zum Fahrzeug an der Front. Hat sich auch ein bisschen was getan. Ich habe umgerüstet auf LED-Scheinwerfer schon im Jahr 2014. Das sind also LED-Scheinwerfer von Trucklight, erste Generation. Ist schon ein Gewinn zu den normalen Scheinwerfern, die im Original drin sind, den Halogen-Scheinwerfern. Aber mittlerweile geht da deutlich mehr. Worauf ich absolut setze, das sind die Plexiglasscheiben hier vor. Eine musste ich auf dieser Reise opfern mit einem Steinschlag. Der ist hier direkt durchgeschossen. Ansonsten wäre der Scheinwerfer hin gewesen. Also das war eine gute Investition. Hier oben ist eine große Lightbar. Vorher hatte ich normale Halogenscheinwerfer. Die LED-Lightbar ist natürlich auch nochmal deutlich heller. Aber sie muss auch präzise eingestellt werden. Denn das Streulicht, was die Halogenscheinwerfer irgendwie alles organisch hell machen, das habe ich hier natürlich nicht. Also entweder strahle ich zu hoch oder zu tief. Da muss ich also genau darauf Acht geben. Hier vorne in der Stoßstange ist Seilwinde Nummer 2. Wie man sieht, allzeit bereit. Das ist mir wichtig. Die habe ich auch schon ein paar Mal gebraucht. Ganz einfach, wenn man mal abrutscht an der Seite, im Graben rutscht, weil man jemand ausweicht, dann ist die schnell griffbereit. Ich habe hier den Freilauf zugänglich. Hauptschalter und Bedienung ist hier an der Seite im Kasten untergebracht. Bevor wir mal über die Kabine an sich reden, haben wir hier noch zwei Schlüsselstellen, zwei Verbindungselemente zwischen Fahrzeug und Kabine da in luftiger Höhe. Das eine ist die Leiter. Hier setze ich auf ein Modell von Glowstep mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen. Das Ganze ist super bezahlbar, funktioniert einfach. Ich klappe die ein, schiebe sie hier rein. Montage dauert keine 10 Sekunden, dann ist die Treppe griffbereit und vor allen Dingen, sie baut nur sehr schmal. Würde ich sie in die Richtung aufbauen, brauche ich immer noch mal gut 2 Meter mehr. Damit bin ich sehr zufrieden, auch wenn die so ein bisschen quietscht, aber das ist ein gutes, leichtes, bezahlbares Produkt. Das zweite Element, das ist der Hilfsrahmen und da trifft das auch zu, da musste günstig sein und einfach sein. Als ich 2013 das aufgebaut habe, war ich noch maximal ahnungslos von der ganzen Materie, wie wahrscheinlich die meisten unter euch auch. Insofern gibt es einen ganz einfach konstruierten, federgelagerten Hilfsrahmen mit einem Festlager am Heck und Federn nach vorne. Nichts Besonderes, alles sehr einfach gebaut, zudem noch aus Edelstahl, was ja, glaubt man den Fachleuten, auch nicht halten dürfte. Aber spätestens nach dem Loch, was ich auf dieser Reise mitgenommen habe, bin ich sicher, dieser Rahmen wird auch noch die nächsten 20 Jahre halten. Natürlich, ich habe den Vorteil, die Kabine ist kurz und leicht, keine großen Überhänge, da hängen keine Ersatzräder mit dran. Das ist natürlich alles ein großer Vorteil, damit der Rahmen nicht so stark belastet wird. Reden wir aber mal über die Kabine. Eigentlich gebaut und konstruiert für einen VW LT 45 4x4 Doppelkabiner. Da war die Vorgabe, maximal 3,15 Meter Bodenlänge sind möglich und die habe ich auch voll ausgereizt. Man sieht das, mittlerweile habe ich die Kabine verlängert. Im Original beginnt sie hier und hätte hier aufgehört. Das war natürlich arg kurz auf dem Steyr 12M18, der viel mehr Fläche bietet. Ich habe jetzt hinten und vorne noch Staufächer anlaminiert. Da vorne sind zum Beispiel Campingstuhl und Campingtisch drin. Hier hinten ist die Elektrik jetzt untergekommen. Auf der anderen Seite ist die Heizung und habe zeitgleich noch den Platz für die Surfbretter bekommen. Das erklärt ein bisschen die eher ungewöhnliche Form. Die Hubtechnik funktioniert nach wie vor hervorragend. Das ist ein hydraulisches System. Das ist hier hinten in der Stauklappe drin. Und was ich mir beim Innenlayout so gedacht habe, das schauen wir uns mal von drinnen an. Ja, und ich bin noch nicht ganz drin, da kann ich euch schon den größten Bock zeigen, den ich beim Bau dieses Fahrzeuges mir geleistet habe, nämlich eine nach innen öffnende Tür. Ich habe damals mir nicht zugetraut, eine zweiteilige Tür zu konstruieren,
wollte aber, wenn das Dach unten ist, das ist dann hier etwa auf der Höhe, dennoch rein und raus in die Kabine kommen und habe mich dazu entschieden, einfach eine Tür zu bauen, die nach innen öffnet, was natürlich dazu führt, dass die Tür A ständig im Weg ist. Hier sind jetzt aktuell meine Jacken hinter, kann ich also nicht ganz aufmachen. Vor allen Dingen habe ich aber bei Starkregen das Problem, dass das Regenwasser reinläuft und ich hier extra aufwendig noch einen Wasserablauf konstruieren musste. Das war also ziemlicher Blödsinn. Beim nächsten Mal eine zweiteilige Tür, wahrscheinlich oben Klappe, unten Tür, dann hätte man das viel besser lösen können. Also der größte Fehler gleich zu Anfang. Ein paar Worte zum Grundriss. Eingang ganz vorne Beifahrerseite. Auf der gegenüberliegenden Seite ist die Nasszelle. Die geht bis hier vorne, hat also noch Platz für eine Dusche. Küche an der Seite und ganz hinten die Sitzgruppe für 4 Personen. Mit der Aufteilung der Küche bin ich total zufrieden. Ich habe mittlerweile nachgerüstet auf einen 3-flammigen Gaskocher. Jetzt ist ein ganz normaler Schiffsofen hier drin mit Backofen. Da sind zeitgleich auch die Kochtöpfe und die Bratpfanne drin. Und ich habe noch hier die Klappe, die zeitgleich noch als Arbeitsfläche dient und es während der Fahrt abdeckt. Das hängt alles an einem einfachen Seil. Simple Lösung. Und die Küche ist dementsprechend top. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Auch hier die Stofftasche mit dem Besteck. Das funktioniert alles seit Jahren ganz hervorragend. Würde ich nicht mehr so wechseln wollen. Im oberen Bereich habe ich 2 Staufächer, die unten angeschlagen sind. Das heißt, auch wenn das noch so voll ist wie hier, kommt mir erstmal nichts entgegengefallen. Da halten dann auch die billigen Pushlocks ganz problemlos, weil die Last erstmal unten anschlägt. Wenn wir hier das Holz schon so sichtbar haben, ich habe Olivenfurnier und Esche Massivholz verwendet, aber es ist alles lackiert. Es ist nicht einfach nur geölt oder gewachst, sondern es ist wirklich flächig lackiert, was sich nach Reisen, die in staubige Regionen führen, immer bezahlt gemacht hat, denn ich kann das sehr gut reinigen und das ist wirklich immer staubig hier drin. Man trägt immer Staub rein durch die Tür, die Klamotten und wenn man dann wirklich das einmal durchwischen kann auf so einer glatten Oberfläche, ist das wirklich Gold wert. Was mir ein ganz kleines bisschen fehlt, ist vielleicht etwas Stauraum in der Küche. Ich komme jetzt gerade so klar. Ich habe hier unten im unteren Bereich eine sehr große Schublade für die Vorräte, aber es sind eben nur 3 Fächer und damit kann ich die Sachen sehr schlecht unterteilen. Wenn ich jetzt mal hier das Fach aufmache von der Küche für das Geschirr, da sieht man, das ist schon recht voll. Da muss ich schon ein bisschen stopfen. Wenn ich das besser unterteilt hätte oder noch ein weiteres Fach hätte, dann wäre das ein bisschen ordentlicher. Passt trotzdem alles rein, man beschränkt sich. Aber ich würde mal sagen, 50 Liter mehr Stauraum in der Küche, die wären schon höchst willkommen. Hier habe ich die Nasszelle, die war ursprünglich mal anders gedacht. Die Idee war zu sagen, man hat in diesem Bereich den Kleiderschrank und hier vorne das Badezimmer und man nimmt die Kisten, das waren ganz normale Euroboxen, raus, wenn man duschen will. Hat aber dazu geführt, dass die Dusche eigentlich nicht benutzt worden ist, denn diese Kisten hier rauszuwursteln und die Regale abzuklappen, das war viel zu kompliziert. Und deshalb habe ich das Bad noch einmal umgebaut, habe hier auch den Nasszellenheizkörper eingebaut mit der Wasserheizung, der brauchte auch noch Platz und habe jetzt Stautaschen und die sind tatsächlich relativ einfach gelöst. 2 Karabiner vor die Tür gestellt und schon ist die Dusche verfügbar. Und damit habe ich diesen Platz doppelt genutzt. Auf der Reise ist das nicht einfach nur ein leerer Raum, sondern der Kleiderschrank. Und wenn geduscht wird, dann müssen diese Taschen eben einmal vor die Tür wandern. Ein Punkt, über den viele hier diskutieren, ist, brauche ich in so kleinen Fahrzeugen noch ein zweites Waschbecken? Mittlerweile würde ich sagen, das hier auch rausschmeißen. Dann könnte man das Bad noch kleiner machen. Es geht wirklich im Prinzip nur um die Dusche und um das WC. Das Waschbecken habe ich vorne auch in der Küche. Also da könnte ich mittlerweile hier drauf verzichten. Eine Sache wäre da noch, nämlich die Frage Badezimmer mit Fenster oder Badezimmer mit Dachluke. Dachluke fiel hier aus, denn da ist das Bett oben drüber. Deshalb ging nur das Fenster. Ich bin da wirklich sehr angetan von. Nicht nur, wie man ja auch merkt,
wie viel frische Luft hier gerade auch reinweht. Ich habe natürliches Licht drin und ich kann auch einfach mal nach dem Duschen das Handtuch kurz raushängen an den Fenstergriff. Also für mich ein Komfortmerkmal, was ich nicht missen möchte. Ja, hier oben das Schlafzimmer, das ist sicherlich das Aushängeschild der Kabine, weil sie einfach verdeutlicht, wie großzügig es auf einmal auf 3,15 Meter Bodenlänge sein kann. Und richtig toll ist es eigentlich erst geworden, als ich dieses Fenster eingesetzt habe. Jetzt irgendwo am Meer aufzuwachen oder abends in die Berge zu gucken, das ist wirklich ganz was Feines. Bin damit wirklich sehr zufrieden. Das hat den Schlafbereich hier oben auch noch zum Wohnbereich gemacht. Mittlerweile sitze ich bei so herbstlichem Wetter auch mal ganz gerne hier oben, wie auf dem Sofa, und blicke trotzdem in die Landschaft. So, jetzt sitzen wir mal hier hinten in meinem Wohnzimmer. Ich mache mal einmal das Rollo runter, damit das Licht da ein bisschen nicht so blendet. Großer Tisch, Platz für 4 bis 6 Personen, mein Monitor zum Arbeiten, großer Schreibtisch zum Arbeiten, das war mir wichtig. Das ist auch die grundlegende Idee gewesen in dieser Konstruktion. Als ich 2012 die Kabine gebaut habe, war fix gesetzt eben dieser Arbeits- und Sitzbereich, eine große Küche, Badezimmer und ein festes Bett. Und das ließ sich damals auf 3,15 Meter gar nicht unterbringen, nur eben mit dem Hubdach. Hier bin ich überwiegend zufrieden. Es gibt so ein paar Elemente, hier zum Beispiel diese Strangpressprofile aus GFK, die vergilben jetzt, das wusste ich nicht, die sahen vorher einfach weiß aus. Da werde ich also irgendwann mal was ersetzen müssen. Im Großen und Ganzen bin ich aber zufrieden. Und das Thema Gewicht sparen ist auch so ein Ding. Dieser Tisch, der sieht zwar massiv aus, ist es aber nicht. Und der bewegt sich natürlich, wenn das Fahrzeug auf Pistenfahrt ist, richtig ordentlich. Man merkt das hier, der hat schon ein bisschen Spiel, aber es ist trotzdem nur eine einfache Konstruktion. Selbst wenn die mal ausgeschlagen ist, kaufe ich für 15 € einen Meter neues Aluprofil, hake das ein und fertig. Eine größere Konstruktion wäre wieder schwerer, würde mehr Geld kosten. Also ich habe hier versucht, mit wenig Geld möglichst viel zu erreichen und kann nach 10 Jahren sagen, ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Auch die Ergonomie funktioniert gut. Ich habe hier ja nicht das Rad neu erfunden, sondern bei großen Hubdach-Lkw einfach mal kopiert und das alles auf den Maßstab 2:1 verkleinert. Dementsprechend diese Stufen sind alles viel kleiner geworden, aber diese ganze Ergonomie, die funktioniert gut. Ich habe hier viel Platz, um zu sitzen, kann in alle Richtungen gucken. Das ist super angenehm, aber die Polster nach 10 Jahren, die werden jetzt langsam ein bisschen weich. Ich reise jetzt ja mittlerweile seit 10 Jahren mit dieser Kabine und man lernt natürlich auch, was noch fehlt. Und ein Punkt war natürlich etwas Stauraum. Das hatte ich ja schon in der Küche angedeutet. Und ich habe hier zum Beispiel noch einen Platz gefunden. Dadurch, dass hier das Rollo sehr weit vorstand, habe ich hier einfach ein bisschen 10 cm tief noch ein Regal vorgesetzt. Da passt jetzt super gut die ganze Reiseliteratur hin. Und hier in den offenen Fächern kann ich auch noch was ablegen. Jetzt noch ein Wort zum Thema Technik. Was ist hier verbaut? Was hat sich bewährt? Was hat nicht funktioniert? Ich fange mal mit der Elektrik an. Angefangen habe ich mit einer 200 Ampere-Stunden Bleibatterie. Die ist schon direkt nach der Reise rausgeflogen, einfach weil sie so schwer war. Das waren knappe 80 Kilogramm. Die habe ich eingespart, habe sehr früh auf Lithium-Eisenphosphat-Akkus gewechselt. Da sind 200 Ampere-Stunden Akkus von Dometic drin. E-Stores heißen die, war eine der ersten fertig konfektionierten. Die sind immer noch drin, funktioniert tadellos. Ich habe Strom bis zum Umfallen. Auf dem Dach, auch hier gab es eine Evolutionsstufe. Die erste Reise gemacht mit 150 Watt Solar, nur auf der Beifahrerseite des Daches, weil hier noch das Surfbrett lag. Jetzt sind die Surfbretter hinten, ich habe das Dach frei. Jetzt habe ich etwa 480 Watt aus 2 gebrauchten normalen Haushaltssolarmodulen. Die sind schon ein bisschen älter, funktionieren auch nicht mehr ganz so top. Ich habe maximalen Ladestrom von 25 Ampere bei 12 Volt. Normalerweise müsste da ein bisschen mehr gehen bei der großen Kapazität, aber das reicht problemlos aus. Von der Lichtmaschine lädt während der Fahrt nochmal 10 Ampere dazu. Das heißt, an einem sonnigen Tag, wenn ich fahre, habe ich über 30 Ampere Ladestrom. Da ist die Batterie auch schnell wieder voll. Die entlade ich eigentlich auch wirklich nur unter 50%, wenn ich mal ein paar Tage bei schlechtem Wetter hier am Rechner durcharbeite. Netzteile laufen, Kameraladegeräte.
Ansonsten im Alltag nur vom Kühlschrank, ein bisschen Licht, sind die eigentlich immer voll. Für die Stromverteilung und Stromversorgung an sich setze ich auf ein integriertes Gerät namens Easy Solar, kommt von Victron. Da ist Solarladeregler drin, ein 1,6 kW Inverter und auch schon die 230 Volt Verteilung inklusive Sicherung und FI-Schalter. Macht die Installation für mich als Laien sehr einfach. Ist ein Gerät, das ist auch jetzt schon seit 2013 hier im Fahrzeug drin. Versieht tadellos seinen Dienst, kann ich mich nicht darüber beschweren. Es ist außerhalb. Wenn es wirklich warm ist, höre ich mal, dass der Lüfter anspringt. Ansonsten arbeitet das Gerät auch lüfterlos. Und was habe ich noch da im Fahrzeug? Ich habe natürlich eine Heizung, mittlerweile sogar 2 Heizungen. Ich habe eine alte Gas-Wasserheizung, die ich sehr liebe, weil sie einfach sehr still läuft, sehr energiesparend ist und eine sehr angenehme Wärme transportiert. Und als Backup-Lösung ist vorne im vorderen Bereich noch eine Autotherm-Dieselheizung verbaut, die im Notfall das Fahrzeug mit warmer Luft schnell aufheizt, und ich habe einen zweiten Brennstoff, sollte dann mal mit dem Gas irgendwo ein Problem sein. Bin ich noch glücklich mit einem so großen Fahrzeug? Und groß ist ja auch relativ, denn mit 6 Meter Länge und 2,20 Meter Breite ist dieses Auto ja nicht wirklich groß für Lkw-Verhältnisse. Aber dennoch, auch auf der zurückliegenden Reise habe ich gerade wieder gesehen, dass das Fahrzeug doch einfach zu groß ist an vielen Stellen. Und ich weiß auch, dass ich diesen Komfort auch auf einem kleineren Fahrzeug durchaus umsetzen kann. Jetzt ist die Frage natürlich, warum ist das Fahrzeug so, wie es ist? 2012 war das eine ganz klare Budgetfrage. Als ich den LT 4x4 aufgebaut habe, war klar, größer darf das Fahrzeug nicht werden. Dementsprechend ist die Kabine so geworden, wie sie ist, mit all ihren Vor- und all ihren Nachteilen. Als ich dann gemerkt habe, dass das Basisfahrzeug nicht das geeignete ist, war mein Budget jetzt auch nicht unendlich. Und 2013 konnte ich den Steyr noch für sage und schreibe 14.000 Euro kaufen. Das ist heutzutage natürlich ein großer Lacher. Aber ich habe auch gelernt, dass ich mehr Geld investieren sollte in ein kleineres Fahrzeug, als nur aus Preisgründen das größere Fahrzeug zu wählen. Hätte ich mehr Geld in die Hand genommen, hätte ich diesen Komfort in einem deutlich kompakteren Fahrzeug. Ich denke da zum Beispiel an den Bucher Duro. Da habe ich auf der Reise eine Familie aus der Schweiz getroffen. Wir haben die Fahrzeuge mal nebeneinander gestellt. Hier mal ein Foto. Das Fahrzeug ist durchaus eins, was es mir angetan hat, weil es einfach sehr kompakt ist. Oder eben der Iveco Daily. Da bauen wir gerade den Kastenwagen auf, um zu zeigen, dass man auch mit weniger Platz klarkommt. Natürlich, jeder soll fahren, womit er möchte. Meine klare Entscheidung ist, würde ich noch einmal neu aufbauen, wäre das Fahrzeug deutlich kleiner. Jetzt ist die Frage natürlich berechtigt, woher kommt dieser Sinneswandel? Schließlich bin ich ja eigentlich auch schwer verliebt in diesen Steyr und werde ihn natürlich nicht abgeben, denn ich habe ihn und ich werde ihn auch behalten. Ich kenne aber auch einfach mittlerweile seine Nachteile. Und die merke ich ganz häufig, da wo es gar nicht mal anspruchsvoll zu fahren ist. Es geht nicht um Hardcore-Pisten oder Hardcore-Gelände, wo mich das Auto einschränkt, sondern es schränkt mich auf ganz normalen Strecken ein, die jeder andere mit einem normalen
Pkw auch befahren kann und da möchte ich auch hinfahren. Wenn ich in der Großstadt wie Mendoza zum Beispiel auf den Hauptstraßen schon sehe, dass die Äste und Zweige schön gegen den Astabweiser schlagen werden und ich um die Dachluke, um die Solaranlage und alles fürchten muss, was sie da oben zerkratzen und zerschlagen, dann ist das einfach unkomfortabel. Wenn ich in den Bergen sehe, dass die Felswände überhängen und dass ich mich sehr weit nach links an den Straßenrand bewegen muss, um gerade noch unten durchzukommen, dann ist das nicht nur unangenehm, sondern durchaus auch gefährlich, wenn ich dann sehe, dass ein normales Auto da ganz entspannt langfahren kann. Es ist ja auch nicht so, dass ich unendlich viel Komfort mit mir rumschleppe oder rumschleppen will. Es geht einfach nur darum, dass ich diese möglichst auf ein kompaktes Maß zusammen reduziere und da lieber eher einen Kompromiss in Kauf nehme, eben vielleicht keine Stehhöhe, dann komme ich auf jeden Fall auf Reisen entspannter weiter und das ist es doch, worauf es ankommt. Oder? Was meint ihr denn dazu? Verzicht zugunsten der entlegenen, tollsten Orte oder doch lieber mehr Komfort an Bord? Schreibt uns mal gleich eure Kommentare.